Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein Messer von A&V Knives und zwar das Z100. A&V, also Acta non verba, Taten statt Worte oder auch nicht reden, sondern handeln. A&V ist ein tschechisches Unternehmen, das gibt es seit etwa Sommer 2018, also eine junge, aufstrebende Marke aus Europa. Und dieses Messer wurde mir vom Nürnberger Meister in der Kesi für dieses Video zur Verfügung gestellt. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, deshalb ein großer Dank an die Familie Kesi. Alles Wichtige zu diesem Nürnberger Traditionsgeschäft findet ihr in der Videobeschreibung. Zurück zum Messer. Das kommt in dieser sehr hochwertigen Verpackung. Innen empfängt uns erstmal ein Kärtchen, auf dem steht, wer das Messer zusammengebaut hat und wer die Endkontrolle durchführte. Das finde ich schon mal gut. Hier ist ein Sticker und das ist hier ein Schmierfett, ein Pflegemittel für den Klingengang. Auch schön gemacht. Ja, und da ist es, das A&V Z100. Ein sehr taktisch geprägtes Messer. Ganz im Gegensatz zum A&V Z50. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch mal hier. Ja, ich würde sagen, ich stelle euch jetzt das Z100 anhand meiner üblichen Vorgehensweise vor. Dann fange ich an mit dem Griff. Der Griff besteht aus G10, dieser Farbton nennt sich Coyote. Vom Hersteller werden viele verschiedene Farben angeboten. Es gibt auch eine Stormtrooper-Variante mit weißem Griff und schwarz beschichteter Klinge, das sieht dann auch sehr cool aus. Dann gibt es noch eine Variante mit einem Dur-Aluminium-Griff, also das gleiche Material wie beim Z50. Allerdings ist das Z100 mit dem Dur-Aluminium dann ein Frame-Lock-Folder. Bei den Varianten mit dem G10 handelt es sich hier um einen Liner-Lock. Sollte man wissen. Die Griffform selbst wirkt erstmal relativ unspektakulär, liegt aber angenehm in der Hand und das ist auch alles gut dimensioniert hier. Das sind 121 mm Grifflänge und im aufgeklappten Zustand sind es ab dem Flipper-Tab bzw. dem Guard immer noch 100 mm, also da kann man nicht meckern. Hier ist Platz für große Hände, auch für Handschuhe. Die Griffbreite liegt hier bei schlanken 13 mm und das Griffvolumen hier im vorderen Bereich liegt bei etwa 70 mm, im hinteren 75 mm. Also man hat auch was zum Anfassen. Die Mulde hier für den Liner-Lock ist ausreichend dimensioniert, kann man auch nichts sagen. Und dann haben wir hier noch ein Lanyard Hole, das sind 5 mm Durchmesser. Dann ein Deep Curry Clip in schwarz, das ist der gleiche, der beim Z50 verbaut ist. Ja, die Clips sind hier ummontierbar auf rechts-links, Trageposition ist hier lediglich Tip-Up, aber reicht ja. Ja, ansonsten auffällig ist die sehr reduzierte Bauweise. Das ist eine offene Konstruktion, lediglich auf der rechten Seite hier drin im G10 ist der Liner-Lock verbaut, sonst gibt es hier keine Platinen oder sonstiges, also ein selbsttragendes System. Wir haben lediglich zwei Schrauben, die Achsschraube und hinten einen Abstandshalter, beides aus Aluminium und beides 8er Torx, finde ich auch sehr gut. Ja, aufgrund dieser Konstruktion liegt das Gewicht des Messers bei etwa 100 Gramm und für die Größe ist das vollkommen in Ordnung. Gibt es Kritik? Ja, ich hätte mir bei diesem G10 eine etwas rauere Oberfläche gewünscht. Das ist hier, ja, das fasst sich fast schon an wie, bisschen wie Mikata, muss ich sagen. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu rutschig. Aber das ist eine sehr, sehr subjektive Sache insofern. Im Fazit komme ich dann auch auf einen weiteren Kritikpunkt, der den Griff mehr oder minder indirekt betrifft, zu sprechen. Ja, kommen wir zur Klinge.
Die Klinge ist sehr taktisch geprägt. Das ist hier eine Drop-Point-Form mit einer Swedge, die etwa 55% der Gesamtlänge der Klinge ausmacht. Klingenlänge ist aufgrund der Griffform etwas schwierig. Ich mache das jetzt mal so. Die Gesamtlänge beträgt hier 100 mm. So wären es immer noch 98 mm. Ab hier sind es 89 und das entspricht auch der effektiven Klingenlänge, 89 mm. Hier ist noch eine stark ausgeprägte Schleifkerbe, die hätte vielleicht ein bisschen kleiner ausfallen können, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ja, der Klingenrücken ist hier abgerundet, keine Ecken, keine Kanten, das heißt aber auch keine Feuerstahlbedienung. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm, ist wirklich schön gemacht. Hier der Schriftzug Acta non verba, das hat man im Vorspann ganz gut gesehen. Ich empfinde das als unaufdringlich, also dezent gelöst. Ja, ab der Swedge liegen wir hier bei 1,6 mm und bei der Spitze sind es dann nur noch zarte 0,8 mm. Das Ding ist wirklich extrem spitz. Ich habe mich schon ein paar Mal unabsichtlich gestochen und es ist auch sehr schneidfreudig. Ich werde euch im Abspann dann noch ein paar Bilder zeigen. Hebeln würde ich damit nicht, aber dazu ist es jetzt auch nicht gemacht. Ja. Die gesamte Klinge hat ein Stonebosch Finish bekommen. Links sieht man dezent das typografische Logo von Acta non verba. Rechts die Bezeichnung Z100 und die Stahlsorte Böhler N690 mit ca. 58 HRC. Der N690 ist mittlerweile einer meiner Lieblingsstähle. Gutmütig, leicht nachschärfbar. Bis jetzt habe ich persönlich noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Ja. Kommen wir zum Schliff. Das ist hier wirklich ein extrem sauber ausgeführter Flachschliff. Ihr werdet es dann am Ende nochmal sehen, das Ding schneidet wirklich ziemlich gut. Zum Öffnungsmechanismus. Das ist ein Flipper. Ab Werk war das sehr schwergängig. Der spielt sich aber gut ein. Ein kleiner Tropfen Öl, ein bisschen an der Achsschraube rumdrehen und dann läuft die Klinge wirklich recht ordentlich. Ja, apropos, die Klinge läuft hier auf Nylon-Washern. Das wird von so manchen bemängelt. Wir bewegen uns in der Preisklasse je nach Anbieter von etwa 90 bis 110 Euro. Und naja, ich sag's mal so, das ist jetzt ein taktisch geprägtes Messer. Und da finde ich Nylon-Washer definitiv besser als Kugellager oder ähnliches. Also, naja, man hätte vielleicht noch Bronzewasher nehmen können, das wäre schön gewesen. Aber die kann man dann eventuell ja selbst nachrüsten. Kurz zum Klingenstand. Der ist bei diesem Modell absolut mittig. Ja, und der Liner-Lock verriegelt auch extrem sauber, kann man nicht sagen. Tja, und dann gibt es noch dieses Acta non verba Gimmick mit dem Leuchtpunkt. Beim Z50 ist der hier direkt auf der Klinge aufgebracht. Beim Z100 auf dem Flipper-Tab. Ich zeige euch das mal. So, Sekunde. Also, das ist schon gar nicht so schlecht. Ja, ist halt ein Gimmick, ob man es braucht, weiß ich nicht, aber eine schöne Sache. Gut, dann würde ich mal sagen, wir kommen zum Fazit. Mein Fazit mit G10 und dem Böhler N690 haben wir hier bewährte Materialien, dazu Flipper, Liner-Lock, ist natürlich nicht 42A-konform, aber naja. Acta non verba bietet bei diesem Modell einen Konfigurator an, das heißt man kann beispielsweise auch den Alugriff mit Framelock wählen, dann gibt es noch eine Klinge mit Teilwellenschliff, dazu dieser berühmte Leuchtpunkt, also man bekommt wirklich einiges geboten, dazu eine sehr, sehr gute Verarbeitung. Der Preis liegt bei den G10-Modellen je nach Anbieter und Konfiguration bei etwa 90 bis 110 Euro. Das finde ich angesichts einer europäischen Produktion völlig in Ordnung. Also von meiner Seite eine Kaufempfehlung. Wenn ihr euch erinnert, hatte ich noch einen Kritikpunkt in Bezug auf den Griff oder konkreter bezüglich des Lanyardlochs. Da gibt es eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Moment. Wenn ich hier eine Schnur durchführe, dann geht das Messer nicht mehr zu, beziehungsweise ich würde die Schnur durchschneiden. Also entweder ist die Klinge zu lang oder das Loch sitzt zu weit hinten, wobei ich eher tippe, dass die Klinge zu lang ist, weil das Loch weiß eigentlich schon gar nicht mehr, wo es hin soll. Ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll.
Das könnte ein Versuch von Akta non Barber sein, humorvoll mit dem Paragraphen 42a umzugehen. Moment. Wenn ich hier ein Schloss durchführe, dann kriege ich die Klinge nicht mehr auf. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Tschechischer Humor. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Es folgen noch ein paar Videosequenzen und Bilder. Noch ein großer Dank an die Familie Kesi, die mir dieses Messer für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Ja, das war's dann auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.